Herzlich willkommen zu dem Extrafilm hier in der Aquarellwerkstatt. Ich bin Barbara Hirsekorn und mein neuer Aquarellkalender fürs Jahr 2024 ist druckfrisch eingetroffen. In diesem Film nehme ich dich eine Reise mit durchs Jahr 2024 mit 13 schönen Kalenderblättern. Jedes Jahr im Sommer ist unsere Familie für einige Wochen in Schweden. Wir besitzen dort ein Haus und in dieser wunderschönen Landschaft lässt es sich sehr gut Urlaub machen. Den Aquarellkalender fürs kommende Jahr male ich immer in diesen Sommerwochen. Es ist eine Zeit des intensiven Arbeitens. Ich suche die Motive aus. Stellenweise sind es Bilder, die mich schon einige Zeit beschäftigen und die ich dann mit Hilfe von Skizzen und Fotomaterial vorbereite und letztendlich dann in ein größeres Aquarell umwandle. Manchmal habe ich aber auch zuerst das Bild im Kopf und suche mir dann mit relativ aufwendiger Recherche im Internet oder in meinem eigenen Fotoarchiv ein oder mehrere Bilder, die zu dem im Kopf schon bestehenden Motiv passen. Dann mache ich Übungen zur technischen Umsetzung, zum Beispiel Tonwertskizzen oder aber auch kleine Aquarellnotizen, Farbskizzen. Und so dauert es ein paar Tage, bis dann das neue Aquarell entsteht. Die Themen sind dabei ganz unterschiedlich. Und nun zeige ich dir, welche 13 Bilder es in den Kalender fürs Jahr 2024 geschafft haben. Falls du dich im Anschluss des Films für einen Kalender interessierst, kannst du unten in der Videobeschreibung den Link zur Elo-Page finden. Dort kannst du den Aquarellkalender fürs kommende Jahr erwerben. Wir schicken ihn per Post zu und wünschen dann viel Freude mit dieser Sammlung meiner neuesten Bilder. Das Deckblatt ist in der Technik Aquarell ganz anders entstanden. Hier arbeite ich ja von dunkel nach hell. Das heißt, zunächst werden die dunklen Schatten im Bild gemalt und dann mit den hellen, kräftigen Lasuren darüber gearbeitet. Dies sorgt für besonders schöne malerische Verläufe und die Bilder werden immer farbexplosiv und künstlerisch. Der Januar ist eine Winterszene und das im Sommer zu malen macht natürlich ganz besonders viel Spaß. Im Winter bin ich gerne plein air auch unterwegs. Ich male sogar bei Minustemperaturen an der frischen Luft draußen vor dem Motiv und dieses Arbeiten im kalten Schnee ist immer etwas ganz Besonderes. Das Kalenderblatt allerdings habe ich im Sommer im Studio gemalt. Ich hoffe und denke, dass etwas von dem winterlichen Gefühl des Plein-Air-Malens in der Kälte aber dennoch ins Bild eingeflossen ist. Für das Februarblatt habe ich ein typisch schwedisches Motiv ausgesucht. Der Leuchtturm, das Leuchtfeuer in der Nähe von Karlshamn, ist ein Ort, an dem ich schon häufiger gemalt und gezeichnet habe. Hier seht ihr die Skizze zum Kalenderblatt und einige Detailaufnahmen von den Steinen, die natürlich die größte Herausforderung beim Malen dieses Motives waren. Das Märzblatt hat eine ganz besondere Geschichte. Die Skizze dafür ist entstanden an einem regnerischen Tag in Kopenhagen. Und das Haus war ursprünglich nicht grün, sondern rot. Ich saß also mit meinem Skizzenbuch im Regen und musste auch die Skizze relativ schnell abbrechen, weil es einfach zu sehr geregnet hat. Und habe dann zu Hause das Bild für den Kalender noch einmal neu durchdacht und überarbeitet. Ihr seht hier die Skizze und den ersten Farbauftrag. Und das Haus ist grün geworden, das kann dann schon einmal passieren, wenn man das Aquarell dann farblich noch einmal überdenkt. Mir haben vor Ort die farbigen Häuser in Dänemarks Hauptstadt so sehr gefallen, dass ich den Eindruck der Farbigkeit in mein Blatt mit hineinnehmen wollte und das Rot für diesen Eindruck nicht unbedingt erforderlich war. Nun also ein grünes Haus aus Kopenhagen im März Kalenderblatt. Im April ist der Winter hoffentlich vorbei und dieses Blatt heißt Der Frühling kommt. Ich liebe Störche und ich wollte also unbedingt ein Kalenderblatt mit diesen tollen Tieren malen. Das Kalenderformat ist ja ein extremes Hochformat und deshalb nicht unbedingt für alle Motive immer geeignet. Für diesen langen Baumstamm mit dem Storchennest obendrauf fand ich es aber geradezu sehr passend. Um den spektakulären Wolkenhimmel locker malen zu können, habe ich die Störche im Vorfeld maskiert. Ihr seht hier die Skizze mit den abgeklebten Störchenfiguren als Vorbereitung, um den Himmel dann locker malen zu können. Das Original ist jetzt schon verkauft. Ich freue mich natürlich immer, wenn solche Originalbilder auch erworben werden und ihren Platz bei netten Sammlern oder Käufern finden. Vielen Dank also an dieser Stelle für den Kauf und jetzt geht's weiter mit dem nächsten Blatt.
Bevor ich euch das Blatt für den Mai zeige, möchte ich hier einmal einen Blick ins Skizzenbuch werfen, denn auch so entstehen manchmal die großen Kalenderbilder. Ich habe hier ein Skizzenbuch vom Jahr 2019. Stimmt das überhaupt? Ich habe hier ein Skizzenbuch vom Jahr 2020. In diesem Jahr war ich Stipendiatin des Uwe Lüders Kunststipendium in Lüneburg und in dieser Zeit ist dieses Bild von der Wassermühle in Sudermühlen entstanden. Und hier seht ihr das dazu passende Kalenderblatt. Ich habe für die Umsetzung in das große Kalenderbild mir vorher noch einige Gedanken zu den Tonwerten gemacht. Hier zeige ich euch die beiden Tonwertskizzen, in denen ich verschiedene Möglichkeiten ausprobiert habe. Über die Wichtigkeit von Tonwerten gibt es ja schon einige YouTube-Videos. Für mich ist es im Vorfeld des Aquarells immer ganz wichtig, sich über die Wertigkeiten der Graustufen Gedanken zu machen. Nur dann kann das Aquarell letztendlich durch die Kontraste wirklich zum Leuchten gebracht werden. Das Juniblatt habe ich mitgebracht von einer sehr schönen Malreise in diesem Jahr auf die Insel Samos. Wir saßen an einem stürmischen Tag an dem tollen Ort Potami Beach und haben uns von den großen Wellen und den Steinformationen beeindrucken lassen. Vor Ort waren wegen des stürmischen Windes nur kleinere Skizzen möglich, die ich dann später im Skizzenbuch ausgearbeitet habe. Hier auf dem Kalenderblatt sehen wir schön, wie die Gischt eindrucksvoll an den Steinen spritzt und die Wellen auf den Strand laufen und wir hören förmlich das Rauschen des stürmischen Windes. Dieses Motiv hat mir besonders viel Freude gemacht, da ich ja selbst auch am Meer in Norddeutschland wohne, liegen mir diese Motive mit Wellen und Brandung und stürmischem Meer besonders gut. Im Juli gibt es wieder ein Blatt aus Lüneburg. Das sind die zwei berühmten Salzkähne auf der Lüne, die für die Stadt wirklich ein prägendes Motiv sind und in meiner Zeit in Lüneburg auch häufig in meinen Skizzen bearbeitet wurden. Die Darstellung von Wasser und Spiegelung ist etwas, was mich wirklich sehr interessiert und was auch häufig in meinen Aquarellen Thema ist. Die Stadt im Hintergrund habe ich hier nur angedeutet. Dafür liegt der Fokus deutlich auf den beiden Booten, die in ihrer alten, wunderbaren Bauweise sich für mich sehr malerisch dargestellt haben. Wer meine Aquarellkalender der letzten Jahre kennt, weiß, dass immer ein Porträt aus dem engeren Familienkreis mit dabei ist. Dieses Jahr gibt es im Juli ein Bild meiner Enkeltöchter und dieses Porträt hat mir ganz besonders viel Freude gemacht. Porträt ist ja eines meiner Herzensthemen. Ich arbeite sehr gerne Porträts und vertiefe mich dann absolut in diese Arbeit. So ein Porträt wird mit mehreren Farbaufträgen übereinander geschichtet. Zwischendurch muss das Blatt komplett trocknen und die schattigen Bereiche im Gesicht, hier natürlich in einem Kindergesicht sehr vorsichtig gesetzt, kommen dann nach und nach dazu. Porträtkurse sind ein wichtiger Bestandteil in meiner Arbeit als Aquarelldozentin und dieses Kalenderblatt soll ein bisschen zeigen, wie ich an das Thema Porträt herangehe. Im September ein fröhliches und sonniges Bild, die Heuernte auf dem Feld mit einem alten Traktor. Ich hoffe, du hast an diesem Bild genauso viel Freude wie ich beim Malen. Dieses Bild hat ja viele weiche, aquarellige Kanten, zum Beispiel im Himmel oder auch im Vordergrund, wo das Kornfeld mit ganz weichen Pinselstrichen gearbeitet ist. Und im Bildfokus, dem Bauern mit seinem Traktor, finden wir harte und konkrete Kanten. So kann man immer arbeiten, wenn man den Betrachter auf den Fokus lenken möchte, an dieser Stelle mit definierten und harten Kanten arbeiten und in anderen Bereichen des Bildes weicher und verschwommener. So wird die Aussage im Bild klarer und der Blick des Betrachters wird auf den Fokuspunkt gelenkt. Ein Stillleben ist auch jedes Jahr im Kalender mit dabei. Hier ist es das Oktoberblatt. Es gab zu diesem Motiv auch einen YouTube-Film im vergangenen Jahr. Vielleicht hast du Lust, da noch einmal hineinzuschauen. Hier hat es dieses Stillleben in einem etwas veränderten Format jetzt in den Kalender geschafft. Was gibt es Schöneres, als im Herbst über die abgeernteten Stoppelfelder zu wandern? Der Himmel spiegelt sich in den hellen Pfützen auf den Wiesen. Das finde ich immer besonders malerisch. Wir haben im Unterstützerbereich im letzten Winter ein ähnliches Bild gemalt mit einer winterlichen überfluteten Wiese. Hier jetzt also ein herbstliches Bild des gleichen Themas mit einer etwas anderen Farbstellung. Das Dezemberbild ist wieder in der Technik Aquarell ganz anders von dunkel nach hell entstanden. Das Motiv entdeckte ich bei einer Reise nach Brandenburg. Dort gibt es ein Stahlmuseum mit sehr vielen malerischen Motiven.
Diese alten LKWs der Marke Opel hatten es mir besonders angetan und wir sehen hier, wie ich das Bild von dunkel nach hell aufbaue. Nachdem die Schatten gemalt sind, kommt die helle Lasur darüber, in dem Fall hier das kräftige Rot. Und zum Ende des Bildes werden viele helle Details wieder aus der Fläche ausgewaschen. Den Schmutz in den Fensterscheiben erzeuge ich durch leichtes Verwaschen der dunklen Farbe. Ich hoffe, meine kleine Kalenderreise hat dir gefallen und wenn du auch einen Kalender haben möchtest, findest du unten in der Videobeschreibung den Link zum Kauf des Kalenders. Für die Unterstützer unseres Kanals gibt es einen Rabattcode, da wird der Kalender etwas preiswerter. Ich habe dafür eine E-Mail schon versendet, alle Unterstützer wissen Bescheid, also bitte noch einmal daran denken, den Code dann auch einzugeben. Nächste Woche geht es hier auf YouTube weiter mit einem schönen Motiv. Ich hoffe, wir sehen uns dann wieder und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.